also ein bisschen Individualität muss man ja auch bei diesem Ganzen, das ist, finde ich, ist bei diesem ADHS so ganz schwierig, dass man immer versucht, die Individualität von den Kindern abzutrainieren. Die müssen halt immer in Spur laufen. Und das ist wie, hast du heute Morgen geschrieben, im Schulsystem. Die Kinder müssen immer in Spur sein. Und Hm. es gibt keinen, den Kindern Individualität zu lassen. Dann denke ich, hey, warum nicht? Weil die Schule dazu da ist, um dumme Konsumenten zu produzieren, um schöne Ja, die die Klappe halten, Sklaven die nicht zu nachdenken, weil sonst würde produzieren. das System zusammenbrechen. Da Ja, gibt's, ich weiß nicht, die ob du es mal sollen. gesehen hast, gibt's den, kennst du den Richard David Precht? Mhm. Das ist ein, ich schicke dir nachher mal das Video. Der war mal bei Markus Lanz in so einer TV-Talkshow. Das ist ein Mhm. Schriftsteller, der ganz massiv gegen das deutsche Schulsystem stänkert, aber sehr, sehr bedacht. Und der halt auch sagt, wenn halt die Menschen alle auf, so wie wir das uns vorstellen, aufstehen, Alpha-Männchen nach vorne gehen, dann bricht ja alles zusammen. Die Politik bricht zusammen, die Flüchtlingspolitik, es bricht alles zusammen. Und das wollen die nicht. Die wollen einfach, dass alles weiterläuft, wie es funktioniert. Und ja, und da muss sich einfach was ändern, weil sonst verlassen, ganz ehrlich, die, die sich's leisten können, irgendwann das sinkende Schiff. Und wir haben irgendwann nur noch Resterampe in Deutschland, wenn man das so Das, was sagt. sie wollen. Das, was sie wollen. Dumme Menschen, die einfach nur konsumieren, weil sie im Mangel sind und weil sie alles glauben, was ihnen gesagt wird, dass man fünf Genau. Zahnpastas braucht und genau. Und Dass man sich nicht mit mehr als 3 anderen Menschen treffen kann, weil wenn man sich mit 5 anderen Menschen trifft, dann werden alle krank, wie wir das so gehört haben vor ein paar Jahren, gell? ja, genau. Ja, das ist halt leider so. Und das Schöne ist halt, diese Andersartigkeit. Ich habe es irgendwann mal, habe ich es auch gepostet, hab geschrieben, so, weißt du, die größten Erfindungen waren Fehler. Ja, Ne? Also wie zum Beispiel das Waschmittel oder so, ne? Oder sonstiges, ne? Also, oder irgendwelche Dinge, die in den Laboren passiert sind, weil jemand das Fenster aufgelassen hatte oder sonst irgendwas, ne? Und dann entstehen da geniale Sachen daraus. Und ja, was würdest du sagen für die Leute, die ADHS-Kinder haben, was würdest du denen raten? ich würde denen raten, das ist schwierig jetzt, dass die vielleicht ihre Kinder sehen, weniger auf das hören, was andere, weil als Mutter hast du ja so einen Instinkt und weniger auf das hören, was andere einem sagen, sondern versuchen, das Kind zu sehen und auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, weil ein Kind hat ja ein Bedürfnis und es ist ja nicht so, dass ein Kind nicht Wissen aufsaugen möchte. Das ist ja nicht der Fall. Es ist nur vielleicht nicht jetzt zu dem Zeitpunkt und auch nicht gerade XYZ, sondern ABC. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es meinem Kind, Wissen zu oder den Zugang zu Wissen zu gestatten, aber so, dass es kindgerecht ist für dieses Kind, dass ich sage, okay, ich versuche einen Ausgleich an Bewegung zu schaffen, weil diese Kinder ja ganz häufig sich viel bewegen müssen. Vielleicht ist eine Sportschule einfach auch wichtig. Vielleicht ist das klingt jetzt so komisch, alternative freie Schule besser, wo sie mehr auf die Ki oder eine kleine Schule, wo sie mehr auf die Bedürfnisse von dem Kind eingehen. Ja, und dann natürlich glaube ich schon auch, dass dein Programm vieles entspannt, was irgendwie das kann man sich, oder was irgendwie verspannt war, das kann man sich vorher schwierig vorstellen, was da, also ich konnte es mir auch nicht vorstellen, was da so passiert und gemacht wird. Wenn man sich da tatsächlich, wenn man mal richtig Rückenschmerzen hatte und dann zu einer Massage geht und alle Wirbel wieder eingerenkt sind, dann ist es ja alles leichter und freier. Man hat ja gefühlt nichts gemacht, sondern es wurde mit einem gemacht irgendwie so. Ne? Also klar kann ich ein Schmerzmittel einnehmen, dann hört das auch auf, aber damit habe ich ja das Problem nicht beseitigt. Und so habe ich das ganz oft verglichen mit deinen Übungen, dass halt irgendwas wieder, ja, die Tassen im Hast, Schrank zurechtgerückt wurden, keine Ahnung. ja. Ja, Hast du das gemerkt? Also ich merke das manchmal, dass da wirklich eine extreme Spannung in den Beinen ist oder wo auch immer und dass es dann nachher total butterweich war. Hast du das wirklich physisch gemerkt dann auch oder nicht?
Nee, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe in den Beschreibungen, die da dabei standen, gemerkt, da stand ja, das und das ist das Problem und das kann man dann verändern. Also diese Texte, die dabei standen, haben mir geholfen, zu spüren, was macht diese Übung jetzt mit ihm. Ich Mhm. habe bei der einen oder anderen sehr intensive Ausschläge gehabt, danach dann. Also du hast es ja mal verglichen mit so einer Uhr, Erstbeschlimmerung. Ah, oder ja, genau, der mit so Pendeluhr, einer ja. alten Pendeluhr. Wir Mhm. haben tatsächlich von der Oma so eine Pendeluhr und wenn man jetzt sagt, okay, die war nicht richtig gependelt, jetzt drücke ich sie wieder richtig, dann schlägt sie erstmal aus, weil sie jetzt in beide Richtungen kann, aber irgendwann beruhigt sich das Ganze wieder. Und diese Ausschläge nach rechts und links hat unser Sohn teilweise extrem gehabt. Dann habe ich tatsächlich wieder einen Anruf gekriegt, weil jetzt war wieder irgendwas in der Schule oder so, oder er wollte in der Badehose vom Schwimmunterricht zurück in die Schule gehen und solche Sachen kamen dann. Völlig aus dem Nichts. Ja, es war es doch jetzt 2, 3 Monate gut, es war doch jetzt nichts. Warum kommt jetzt das? Und dann habe ich natürlich dem Lehrer versucht zu erklären, was jetzt hier gerade passiert ist. Ich glaube, der hat auch gedacht, ich bin nicht ganz dicht, aber es Tut hat mir sich dann leid. tatsächlich, ja, weil ich gesagt, ich habe ihm das mit der Pendeluhr versucht zu erklären, aber der hat, ich weiß nicht, ob er verstanden hat, was ich ihm versucht habe zu erklären, aber es hat sich, ich habe zu ihm gesagt, ich garantiere Ihnen, das ist nächste Woche wieder gut und es war ja gut. Du kannst sagen, machst du nicht mit der Pendeluhr, sondern Erstverschlimmerung wäre das Bessere gewesen. Ja, das ist mir halt, war mir halt bildlich einfach, ich bin ein Ja, bildlicher Typ und ja, genau. aber ja, das hatten wir ein paar Mal, dass ich tatsächlich gemerkt habe, aha, hat sich hier wirklich irgendwas gerückt, verändert, gemacht. Mhm. Und mir ist auch aufgefallen, dass er tatsächlich, also mein Sohn, während der Übung die ganze, weiß nicht, Viertelstunde oder wie lange wir gebraucht haben, da lag und nicht mit den Wimpern gezuckt hat. Der hat keinen Mucks gemacht. Manchmal hat er dann noch so gezuckt oder Augen auf, Augen zu und so ein bisschen rumgezappelt. Und während diesen Übungen habe ich so richtig gemerkt, der braucht das jetzt oder er freut sich jetzt oder er merkt, was passiert. Also der war richtig so, der lag da und hat es über sich ergehen lassen und hat keinen Mucks gemacht. Und das war sehr, also es war eigentlich nur bei diesen größeren Dingen und das ist mir schon aufgefallen und ja. Also ich bemerke oftmals, dass die Leute einfach von unserem System so krass verunsichert werden, die Eltern, dass sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und das ist passiert jedem, das ist auch mir passiert, ne? Obwohl ich in meiner Intuition war, aber man versucht halt einfach, es dieser Gesellschaft recht zu machen, irgendwie, es dem Mann recht zu machen und dann steht man so zwischen 1000 Stühlen und weiß nicht mehr wohin. Das wird mit einem gemacht. Ne? Das ist nicht der Fehler von jemandem, der jetzt einfach nicht stark genug ist oder so. Das ist einfach, je mehr Druck auf einen ausgeübt wird, desto mehr irgendwann kann man den halt nicht widerstehen. Ne? Und es Und ist es ist leider, das habe ich ja auch neulich unter irgendeinen deinen Post geschrieben, es ist leider so, dass in den Köpfen der Menschen noch sehr verankert ist, ich kann es nur mit Medikamenten lösen. Und das ist meines Erachtens völlig falsch, weil es gibt Lösungen ohne Medikamente, das haben wir ja jetzt gesehen. Und diesen Gedanken im Kopf der Menschen muss man einfach irgendwie lösen und auflösen und auch den leidenden Menschen einfach sagen, hey, es gibt andere Lösungen, ihr könnt es anders lösen. Und es ist leider halt das Verständnis dafür, wenn man es ohne Medikamente löst, ist überhaupt nicht vorhanden. Und das ist etwas, was ja, was einfach aufhören muss. Und ja, deswegen mache ich ja, was ich mache. Ich habe mir es ja nicht ausgesucht. Die Ärzte und die Therapeuten von meinen Kindern haben mich alle dazu genötigt. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr wehren und habe gesagt, ja gut, dann mache ich das halt. Da war gerade eben Corona, ne? Und ich hatte gerade keinen Job und keine Entschuldigung mehr, dass ich sage, mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann springe ich jetzt, fasse mir ein Herz und mache das, dass ich den Leuten helfe, bei denen Medikamente nicht wirken. Zumindest mal denen. Ne? mhm.
bei Ich denen. meine, man muss sich schon klar sein, das ist jetzt keine Ersatzpille, die man einschmeißt, ohne was zu tun. Das kann man sich nicht, das darf man sich nicht einreden. Also es ist schon, man muss da schon ein bisschen was mitmachen. Aber wenn man das mitmacht und dann glaube ich da absolut daran, dass das erfolgreich ist und auch jedem hilft und oder zumindest mal, also andersrum. Man darf jetzt nicht glauben, dass wenn mein Problem vorher bei 100% ist, dass es hinterher bei 0 ist. Also das wäre es mit Medikamenten ja auch nicht. Aber sagen wir so, bei uns, außer unserem Fall, war einfach die Problematik war einfach ganz, 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 ganz furchtbar schlimm und die ist einfach jetzt weg. Natürlich gibt's noch andere Themen, die zu bearbeiten sind, aber unser schlimmstes Problem oder ja, im Moment das dringendste, akuteste Problem war die Schule und das hat sich einfach jetzt gelöst und damit ist ja schon sehr, sehr viel geholfen und der Rest wird sich ja auch über die Zeit zeigen und ja, deswegen muss ich, glaube ich, einfach auch bewusst sein, was ein Programm kann und was es halt nicht kann. Ja, und ihr habt ja jetzt meine Werkzeuge zur Verfügung. Das heißt also, alles, was euch vor die Füße fällt, könnt ihr verändern. Ja, Und es zeigt sich halt auch nicht alles gleichzeitig, sondern es zeigt sich immer nur das Dringendste zuerst und dann gibt's halt noch, später kommt noch das und später kommt noch das. Aber ihr habt ja jetzt meinen Werkzeugkasten, ihr wisst, wie ihr diese Werkzeuge bedient und ihr könnt fröhlich weiterarbeiten, auch ohne mich. ja, Ja? ja. Und das Nee, ist aber mir wichtig. ja, und das ist einfach toll, das ist super. Und ich weiß noch, wie ich damals zu dir am ersten Gespräch gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es in 6 Monaten schaffe, weil ich ja wusste, jetzt 6 Monate, jetzt ist hier, kommt jetzt hier erwarten wir die Gymnasiumempfehlung, wir erwarten das gute Zeugnis und es muss was passieren, weil wenn das jetzt schief geht, dann ist alles aus. Und da hast du noch gesagt, das schaffst du drunter in weniger wie 6 Monaten. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn sie sich so weit aus dem Fenster lehnt, dann probieren wir das jetzt mal. Und es hat tatsächlich, nee, es war wirklich nach einer dritten Übung hat man tatsächlich gemerkt, es passiert irgendetwas. Und peu à peu, ja, man traut ja dem Braten immer irgendwie nicht. Aber je weiter wir gekommen sind und je weiter es ging, und irgendwie wurde es besser. Und das ist ja super schön einfach. Und Ja, 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 deswegen. Vielen Dank. danke dir für dein Vertrauen. Ja, gerne. Danke, dass ich euch hilfreich sein durfte. Und ich wünsche dir, dass dein Mann das Programm auch noch macht. Ja, das wünsche ich mir auch. Die Hauptbaustelle haben wir beseitigt. Ne? Und das ist einfach dein Kind in einen sicheren Hafen zu schiffen und bei dir wieder Selbstvertrauen und Mut und dich wieder in deine Intuition zu bringen. Ja, Und bin stolz auf euch. ja, Super gemacht. Freue mich mega. Gut. ja, 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 Ich bin da manchmal ein bisschen frech, aber ich weiß einfach, was möglich ist. Ne? ja. Ja, es fällt halt schwer. Ich meine, am Anfang fällt es einem schwer, das zu glauben, so ein bisschen, weil man denkt, ja, die will halt ihr Programm verkaufen und natürlich würde sie einem alles erzählen, dass man das kauft und so, Würde ja. ich das wirklich? Würde ich das wirklich? Ja, das Denkt man weiß ich nicht. das? Aber sagen wir mal so, ich habe schon andere Sachen gekauft, wo die Leute mir alles erzählt haben und was halt einfach dann nur Geschwätz war im Nachhinein. Und deswegen, ich kenne dich ja persönlich in dem Sinne oder kannte dich damals, oder wir haben uns noch nie persönlich gesehen, deswegen, Ja, ich ja. weiß es nicht. Weißt du, ich muss dir vertrauen, blind vertrauen. Und Ja. es ist eine Schwierigkeit, weil natürlich ist es übers Netz vieles anonym und so weiter. Und ja, Hast du alles, dich denn dann entschieden? bitte? Warum hast du dich denn dann entschieden? Weil Was war das? weil der Leidensdruck so groß war, dass ich nicht wirklich viel andere Alternative hatte, weil für mich einfach das Thema Medikamente überhaupt keine, also nicht im entferntesten eine Möglichkeit war. Und sie haben mir alle gedroht, sogar mein Mann hat mir gedroht, ihn einzuweisen zu lassen in irgendeine Klinik, wo sie ihn dann zwangsmedikamentieren, oder wie nennt man das? Und da habe ich dann gesagt, also wenn du das machst, dann haben wir Krieg. Und Okay. also das war, also der Leidensdruck war extrem. Ich war kurz vor knapp. Also ich hätte auch meinen Sohn gepackt und wäre mit ihm ins Ausland abgehauen oder was weiß ich was. Also es war wirklich, es war 5 nach 12.
Und das war der einzigste Licht am Horizont, der warst du. Und Gott sei Dank, sag ich mal, hat das geklappt. Hätte auch nach hinten losgehen können, was weiß ich. Aber es war halt einfach, der Leidensdruck war zu groß. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ja, Und dann, ich habe gedacht, wenn nur ein Fünkchen von dem, was sie erzählt, funktioniert, dann hilft uns das und rettet unseren Sohn oder auch mich natürlich. Ja, weil mich hätten sie juristisch verklagt, wenn ich mit meinem Sohn abgehauen wäre. Dann wäre ich dran gewesen. Nein, aber deswegen musst du mal hast du vorstellen, wie das hast groß du der alles Leid. schon nachgedacht? Naja, also Kindesentführung ist strafbar. Deswegen, Ja. ja, aber daran sieht man auch mal, wie schwierig oder wenn selbst in der Familie der Druck so groß gemacht wird auf Menschen, sich anzupassen in Schemen rein oder sich zu fügen. Ich bin kein Mensch, der sich fügt. Ich habe mich noch nie gefügt. Ich hatte das auch, Anja. Also mir hat mein Mann gesagt, entweder ich oder das Kind muss weg. Ja, das hat mein Mann auch zu mir irgendwann gesagt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, okay, du kennst Pack mich deine gut genug, Sachen. genug, Genau, um zu wissen, wie meine Entscheidung sein wird. Deswegen, ja, genau. War meine Antwort auch. Pack deine Sachen, wenn es so weit kommt, dann tschüss. ja, ja, genau. Ich Und muss für mein Kind da sein. Es gibt ja, keine aber da andere musst du Wahl. einfach mal gucken, wie stark muss auch eine Mutter sein, um das auszuhalten. Ja, Also ich habe im Freundeskreis einige andere Mütter, die ihren Kindern leider diese Medikamente geben, weil sie es nicht aushalten. Diesen Widerstand und dieses, ich kämpfe für mich und mein Kind. Ich meine, ich bin Gott sei Dank bloß Teilzeit berufstätig, aber wenn ich mir voll vorstelle, ich wäre jetzt Vollzeit berufstätig, würde ich diesen Druck wahrscheinlich auch nicht aushalten, weil ich mein Leben nicht mehr regeln könnte, ja, wenn ich nur noch um mein Kind drehen würde, müsste. ja, Deswegen, ich glaube, da muss man auch ansetzen und vielleicht auch für dich in den Gesprächen mit deinen zukünftigen Interessenten einfach gucken, die Stärke der Person, also wenn du da, also das ist, glaube ich, man muss als erstes, glaube ich, gucken, dass man die Mutter wieder in die Kraft bringt, ja. Deswegen damit habe die ich die dieses Kraft. Programm gemacht. Es ist wie im Flugzeug. Im Flugzeug übrigens sagen sie dir immer bei Ja, Druckfall, du ziehst deine Maske zuerst auf, bevor du jemand anderen. Also ja, weißt du, wenn du selber keine Kraft hast, kannst du nicht jemand anderem ähm, helfen. oder aus einer leeren Tasse kann man nicht trinken. Da gibt's ja genügend schöne Ja, Parabeln. Von daher, ja. ja, das Deswegen, ist ja, das gute war die Idee. letzte Kraft, sage ich mal, der letzte Überlebenswille von mir, der das möglich gemacht hätte. Aber ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich mich gefügt und hätte ihm diese Medikamente halt gegeben. Wenn was nicht gewesen wäre. Wenn ich diese Kraft für mich nicht gehabt hätte, wenn ich Ja, nicht innerlich gesagt hätte, ich wehre mich dagegen, ich versuche da aufzustehen und sagen, so geht's nicht, das lasse ich mit mir oder mit ihm nicht machen, ja. weil ich halt, es hat extrem viel Kraft und Nerven gekostet, das auszuhalten. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass halt im Nachhinein dir eigentlich keiner dankt. Ja. Äh, und auch keiner fragt, was hast du eigentlich gemacht? Nee, Und du kannst dir nur selber danken. ja, ja, und aber gut, als Frau, als Mutter dankt einem eh keiner. Von daher, Ich denke, dein Kind dankt dir. ja, das schon, doch natürlich. Und ich danke mir persönlich auch natürlich, weil ich natürlich für mich sich ja vieles auch verändert, verbessert hat. Hm. Aber das ist einfach auch so, das Traurige, dass einem keiner sagt, schön, dass du es ohne Medikamente gelöst hast oder toll, dass du deinem Kind das erspart hast. Und ich habe ja bei meinem Mann, der hat ja 8 Jahre lang Ritalin genommen. Ich habe ja das lebendige Beispiel vor mir, was mit einem Menschen passiert, wenn er so viele Jahre lang diesen Scheiß in sich reingeschmissen hat und welche Langzeitnebenwirkungen. Es heißt immer, ja, es sei noch nicht ausreichend erforscht, aber ich sehe einfach, was einfach 40 Jahre später mit einem Menschen passiert oder was ein Mensch für Probleme oder gesundheitliche Beschwerden einfach hat, wenn er diese Medikamente nimmt. Und Und welche darüber, sind das? das sind Depressionen, das sind
immer noch Selbstzweifel, immer noch dieses Ich bin nicht gut. Das ist ja nicht fertig therapiert, weißt du? Das ist ja, Er sollte das Programm machen, ne? ja, Das und das wäre der Ding, Ursprung. ja, und das Ritalin hat er halt genommen, solange er in der Schule war, bis er halt Abitur gemacht hat und ich glaube noch die ersten 1, 2 Jahre im Studium oder so. Und dann nicht mehr. Und danach sind die Probleme ja nicht weg. Die haben sich vielleicht ein bisschen verlagert oder man ist älter geworden, um anders damit umzugehen. Aber die Probleme sind immer noch da. Das Ja. Selbstwertgefühl ist immer noch nicht da und die Selbstzweifel sind extrem groß. Das Größte meines Erachtens sind einfach die Depressionen, die er einfach hat, die er jetzt medikamentös anders halt behandelt. Gut, Wieder wegläuft davor. ja, ja, gut, ja. Bluthochdruck kann man sich streiten, ob das davon Doch, kommt. doch, 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 doch. Du darfst Ritalin nicht geben, wenn du Probleme mit dem Blutdruck hast, weil es Ja, definitiv erhöht den Blutdruck. ja, ja, gut. Und dann natürlich Gewichtsprobleme auch, ist natürlich auch so ein Thema, wenn es einfach das Gewicht immer einfach nur nach oben geht und es ich meine, das ist ja ein Kreislauf, weil das Und Selbstwertgefühl, wenn Essen. es nicht da ist, dann kann ich nicht um mich sorgen, nicht ausreichend Sport machen oder mich anständig ernähren. Also das ist ja so ein Kreislauf. Und Ja, dieses sich um sich selbst kümmern ist einfach nicht vorhanden. Und ich höre so oft, wenn ich zu ihm sage, versuch doch diese Medikamente zu reduzieren, dann sagt er, ja, aber dann kann ich doch das und jenes nicht mehr machen. Und es ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil zu glauben, dass es nicht besser wird, weil wenn man sich nur darauf konzentriert, was vielleicht passieren könnte und nicht auf das, was man gewinnen könnte. Weil ich bin ja der Meinung, man würde gewinnen. Sicher würde vielleicht der Berufsalltag nicht mehr so funktionieren, aber dann müsste man den anders machen. ja. Es gibt für alles eine Lösung, wenn man sucht. Wenn man will, ja. 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 Und das Du ist hast halt lange gesucht und hast mich ja, dann so lang, aber gefunden. das waren ja nur 2, 3 Monate, sag ich mal, mit Suchen zwischen Ja. Exitus und dich finden. Aber sagen wir so, das war die Hölle in der Zeit, weil ich einfach wusste, es muss sofort jetzt was passieren. Und Ja. es war ja nur noch ein Gehangel von Schulferien zu Schulferien, wo ich wusste, er muss nicht mehr in die Schule, weil es in der Schule null funktioniert hat. Und das haben wir jetzt gar nicht. Ja, sehr schön. Hatte sogar eine Freundin, also von daher. Nein. Die wird ihm schon auch noch helfen. Die wird Ja, ihm schon ja. Unterhaltung. Eben. Nein, aber das ist einfach, das muss man den Leuten einfach auch sagen muss. Man muss einfach auch sagen, ihr wisst gar nicht, was oder lest euch mal ein, was diese Medikamente mit einem Menschen machen. Und keine Mutter gibt ihrem Kind etwas im Wissen, dass es geschädigt wird dazu. Sie wollen ihnen ja helfen, aber das hat sicherlich meine Schwiegermutter damals auch nur ihm gegeben, um ihm zu helfen. Deswegen, Ja, so wird äh, es verkauft. ja, natürlich, klar. Und Du verbaust die Zukunft deines Kindes, wenn du nicht wie oft habe ich es Medikamente. gehört? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Nein. Und Ich habe es ja auch gemacht. Ich wollte ja auch eine gute Mutter sein. Hat halt nicht jede funktioniert. Mutter möchte eine gute Mutter sein und möchte das Beste für ihr Kind. Und keine Mutter möchte ihrem Kind Schaden zufügen. Und deswegen, ich würde einfach auch nur raten, lest die Beipackzettel von dem Scheiß und informiert euch, was das mit Menschen in der Langzeit, nicht nach 5 Jahren, sondern nach 30, 40 Jahren mit den Menschen macht. Es gibt keine Studien darüber. Nein, gibt's nicht. Und warum gibt's die nicht? Weil die Pharmaindustrie das nicht möchte. Und deswegen, Sie sollten sich einfach informieren bei Menschen, die das genommen haben, weil viele haben das ja genommen und es gibt genügend Menschen, die einem das berichten können. Und Ja, da wird aber dann erzählt, dein Kind wird später drogenabhängig. Wenn ja, du die Medikamente nicht gibst, dass das aber Drogen sind, Speed und so weiter. die Äh, abhängig schon machen können. nein, das wird nicht abhängig. Das ist so verschlüsselt, dass der Körper nicht abhängig wird davon. Also das sind immer so, immer wenn einem etwas sehr, sehr eingebläut wird, sollte man vorsichtig sein. Zum Beispiel Trinkwasser ist das bestgeprüfteste Lebensmittel der Welt. Ah ja. Oder also Sachen, ne? Also alles, was quasi unumstößliches Gesetz ist, wäre mal schön, man hinterfragt das.
Das tun ADHS-Menschen und das gefällt der Umwelt natürlich nicht. Ja, und auch noch, es wird von der Krankenkasse bezahlt. Ich meine, dein Kurs wird natürlich nicht bezahlt von der Krankenkasse. Da muss man sich natürlich auch fragen, warum wird das eine bezahlt und das andere nicht, wenn ich mit Ich dem habe es einen, versucht. Ich habe es versucht, von der Krankenkasse bezahlen zu lassen. ja, Aber Frau Filner, dann kommt keiner mehr. Wir haben ach, den anderen Verträge. Scheiß. Wir haben Verträge mit den Ärzten und mit der Pharma. Die können wir dann nicht mehr bedienen. Wir Ja, wissen, dass es hilft, war sogar die Antwort. ja, Wir ja, wissen, aber dass es hilft. Sparen Sie sich Ihr Geld, ne? Schicken Sie ja. die Geld zu mir und dann müssen Sie kein Geld mehr ausgeben. Doch, wir müssen Geld ausgeben, Frau Föhner. Ja, und es ist billiger. Ich meine, so eine Packung, was kostet so eine Packung Ritalin? Kostet ein paar Euro. Deswegen, so teuer ist das nicht. Deswegen, natürlich ist das einfacher. Es ist für viele einfacher, es einzuschmeißen, ein ruhig gestelltes Kind zu haben und Schema F weiterzufahren. Das ist für alle einfacher. Für Es die hat, Eltern einfach, für die Lehrer einfacher. ja, Die Pharmaindustrie verdient. Aber was das mit dem Kind macht, und das ist immer das, weißt du, im Kindergarten oder in der Krippe erzählt man immer noch was von bedürfnisorientierter Erziehung. Aber spätestens in der Schule interessiert das keine Sau mehr. Also die Bedürfnisse des Einzelnen interessieren niemanden. da wirst du uniformiert in der Ja, Schule. ja, aufs Leben vorbereitet, ja, genau. Genau. Ja, Trichter auf, abgefüllt, weitergehen. ja, ganz traurig. Also ja, leider sehr viele Dinge, die da falsch laufen. Aber ja, da hast du noch einen weiten Weg vor dir, um das alles zu verändern. Ob du es schaffst, ist die Frage. Aber zumindest einen Teil derjenigen, die es sich wünschen, die kannst du mitnehmen. Und Genau. Also das war so der Wunsch von den Ärzten an mich. So, ich muss all diesen Menschen helfen und da muss ich mich gerade eben lösen, weil das hat einen extremen Druck auf mich projiziert. Und also das ist, glaube ich, die schlimmste Bürde, die man tragen kann. Ich muss allen Menschen helfen. Na, das ist nicht möglich. Na, natürlich also ist es nicht daher, möglich, aber du kannst einfach nur das, was du weißt, einfach rausposaunen und hoffen, dass du eine Lobby findest. Und die gibt's auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja selber in dem einen oder anderen ADHS-Forum gewesen. In vielen bin ich wieder ausgetreten, weil da wirst du echt angefeindet, wenn du sagst, Medikamenten sind böse. Aber ich glaube, unterm Strich wären sehr viele dankbar, wenn sie eine andere Alternative hätten. Und ja. es traut sich halt nur keiner, da haben wir es wieder mit der persönlichen Kraft der Mutter, es traut sich halt keiner zu sagen, ich mache es ohne. Weil du halt angefeindet wirst. Und es will ja keiner angefeindet werden. Nein, ich glaube einfach, ja, die Lobby ist zu stark. Du bist einfach ein Spielball du bist ein Pups für die Ja. Pharma. Also mir war klar, in dem Moment, wo ich das mache, kam bei mir Todesangst. Die bringen mich um. Mhm. Ne? Ja, Also warum? Aber das muss man sich mal vorstellen, weißt du, weil die Medikamente machen ja auch Versprechen. Die geben dir ja auch Versprechen und sagen, was passiert, was Gutes passiert, wenn du sie nimmst. Warum darfst du jetzt sie über sind dein, Ärzte. Sie sind Ärzte, naja, gut, aber die auch keine Garantie geben übrigens. Ne? Die auch nur testen. natürlich nicht. Und das bei den Medikamenten ist es ja ganz oft so, ist es, ja, wir probieren jetzt mal aus. Und dann fangen die ja an und probieren das eine Medikament, dann passt das nicht. Wie oft muss man da lesen, was die anderen, wie viele Medikamente die Mütter ihren Kindern 5, 6, 7 verschiedene Sachen gegeben haben, bis sie irgendwo angekommen sind, was hilft? Bei mir waren es 8 bis zum Ja, Amphetaminsaft. ja. Und dann Und habe dann ich lass es in den Ferien oder Gitarren. am Wochenende wieder absetzen, um ihr Kind davon zu verschonen. Dann denke ich, wie geil wäre es denn, wenn du es gar nicht geben müsstest? Also, Ja. was Also für, jeder, der bereit ist dazu, der kann gerne mitkommen. Und ich habe es jetzt auch aufgegeben, jemanden zu überzeugen. Ne? Also da bin ich mir zu schade. Da ist mir einfach auch mein Programm zu schade, weil es einfach sehr, sehr genial ist. Also ich möchte meine Tools gerne weitergeben, aber an Menschen, die das auch wirklich wertschätzen ja, und die das wirklich als Chance sehen für sich. Ne? ja, Das ist ja, eine krass geniale Chance für die ganze Familie. Sowas ja, gibt es sonst nicht. Ne? Du bringst dein Kind irgendwo hin, zahlst mindestens diesen Betrag nur für ein Kind und das kannst du quasi für deine ganze Familie verwenden. Und das
besser geht's nicht, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht finde ich noch was Genialeres irgendwann. Aber im Moment ist es einfach das Beste, was ich habe. Genau. Ja, Ich gut. wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir sehr, sehr viele Menschen, die den Weg mit dir gehen und in der Hoffnung, dass sich damit auch ein bisschen die Denke in den Köpfen verändert, wobei da ganz ehrlich noch sehr weiter Weg ins Land geht, bis da sich was verändert.